Die Lofoten. Berge wie Zähne eines Drachens, die direkt aus dem arktischen Meer ragen. Seit Jahrhunderten locken sie Abenteuer in den hohen Norden. Hier stehen wir nun, zwei Freunde am Ende einer unglaublichen Reise. Aber wie sind wir hierher gekommen? Ich hatte die Idee, einfach loszufahren und zusammen mit dem Fahrrad über 2000 Kilometer unter der Mitternachtssonne durch ganz Skandinavien bis auf die Lofoten zu fahren. Der eigentliche Start war bereits ein paar Wochen davor, als wir unsere Gravelbikes abholten. Ich musste Matthias nicht lange von meiner Idee überzeugen. Er ist seit über einem Jahr kein Fahrrad mehr gefahren und trotzdem sagte er ohne zu zögern zu. Da waren wir nun, ein paar Wochen später und 2000 Kilometer südlich der Lofoten. Der erste Abend fühlte sich an wie das Bild, das wir monatelang im Kopf hatten. Mit den Bikes an einem See, kein Mensch weit und breit. Wir waren aufgeregt und voller Vorfreude auf das, was uns in den nächsten 3 Wochen erwarten wird. Dieses Kribbeln, wenn etwas, das du so lange geplant hast, plötzlich real wird. Und dann das erste Mal baden in der Wildnis. Das Wasser war eiskalt, aber genau das, was wir brauchten. Doch in der Nacht begann es zu regnen. Erst leise, dann wollte es nicht mehr aufhören. Matthias und ich packten jetzt schon unsere Regenhosen aus, die wir zum Glück in Oslo noch schnell gekauft hatten. Die wahrscheinlich beste Entscheidung der Reise. Kurz nachdem wir unsere Bikes im Regen gepackt hatten, kam das Wasser nicht nur von oben. Unser Navi führte uns direkt in einen Sumpf. Irgendwo im Sumpfgebiet hier. Schon nach wenigen Metern standen wir bis zu den Knöcheln im Wasser. Fahren, keine Chance. Also schieben, Schritt für Schritt durchs Moor. Mein Schuh ist ausgezogen, Junge. Wir waren bereits durchnässt bis auf die Haut. Nicht mal die Plastiktüten über den Socken brachten noch etwas, um unsere Füße trocken zu halten. Auf jeden Fall sind wenigstens jetzt die Hände, die Füße warm. Aber trotzdem waren wir irgendwie glücklich, denn genau das war der Moment, in dem wir merkten, dass unser Abenteuer begann. Und vielleicht war genau das der Grund, warum wir überhaupt losgefahren sind. Nicht, weil wir den einfachsten Weg wollten, sondern den, der uns wirklich etwas abverlangt. Bikepacking bedeutet, sich auf das Wesentliche zu reduzieren. Alles, was man braucht, passt in ein paar Taschen am Rad. Kein Luxus, kein doppelter Boden, nur du, dein Bike und die Straße vor dir. Sein Leben chillen. Du bräuchst dann so ein Haus und dann so eine Seilbahn nach unten. Alter. Wo du direkt ins Wasser springen könntest noch. Das ist so eine Rutsche da runter. Ja, so eine Rutsche mit so einer Schanze noch am Ende. Wo du dich so Ja, sowas. Ja, sowas ist geil. Ja. Schon an den ersten Tagen hat uns Norwegen geprüft. Regen, Kälte, endlose graue Wolken. Das Wasser kroch in jedes Kleidungsstück, in jede Pore. Durchgehend geregnet. Und dann wurde es besser heute Mittag. Wir dachten, endlich Sonne. Eine Stunde vielleicht Sonne. Und dann hat es wieder angefangen. Es ist so kalt. Doch dann, nach Tagen im Regen, wurden wir überrascht von einem Regenbogen. Ein Lichtblick am Ende des Tunnels. In solchen Momenten vergisst man einfach alles. Die aufgeweichten Füße, die Kälte, den ganzen angesammelten Frust. Innerhalb von Sekunden ist das alles weg. Und stattdessen wieder pure Euphorie und Energie, die den Körper antreibt. Ja. Aber schon echt geil, Alter. Es ist schon verrückt, wie schnell sich auf einmal alles drehen kann. Kurz darauf das nächste kleine Wunder.
was uns im Nachhinein fast ein bisschen unreal vorkam. Gunnar, ein 90-jähriger Schwede, öffnet uns sein Haus. Er gab uns Wärme, Essen und ein Bett für die Nacht. Menschlichkeit, die wir jetzt echt gut gebrauchen konnten. Gunnar hörte zwar schlecht, aber dafür sprach er sogar ein bisschen Deutsch und erzählte uns bei ein paar Gläsern Wein und Schnaps Geschichten von seinen Reisen. Zum ersten Mal seit Tagen konnten wir uns durch nächste Kleidung waschen und trocknen, was wirklich dringend nötig war. Nice to meet you. Cheers. Wir fühlten uns, als wären die nordischen Götter auf einmal auf unserer Seite. Schweren Herzens mussten wir uns nach dem Frühstück am nächsten Morgen von Gunnar verabschieden, denn dieser Abend gehörte bereits jetzt zu den Höhepunkten dieser Reise. Doch wir hatten noch einiges vor uns, also ging es für uns zurück in den Sattel. Schweden ist ein Traum zum Bikepacken. Es gibt fast überall Seen, an denen man zelten darf. Egal wohin du fährst, irgendwo steht immer eine kleine Holzhütte, ein Platz zum Schlafen, an dem du merkst, dass du willkommen bist. Kein Zaun, keine Schilder, niemand, der dich vertreibt. Und irgendwann spürst du das richtig, diese Form von Freiheit, die nichts von dir will, nichts verspricht, sondern einfach da ist. Nach ein paar Tagen holte uns die Realität wieder ein. Der Regen und die Kälte hatte seine Spuren hinterlassen. Marvin wurde krank. Also mussten wir anhalten. Zum ersten Mal stellten wir uns die Frage, wie lange können wir das wirklich durchhalten? Kaum war die Sonne zurück, kamen auch die Insekten, Bremsen und Moskitos ohne Ende. Die Pausen fühlten sich oft mehr nach Überleben als nach Erholung an. Es sind heimische Mücken in Deutschland, auch heimische Mücken in Schweden. Aber na, hilft nichts. Protection muss schon sein irgendwie. Doch die Tage liefen weiter, auch wenn wir stillstanden. Mit jeder Stunde wuchs der Druck, die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Unser Ziel rückte näher, aber gleichzeitig auch weiter weg. 100 Kilometer pro Tag, das war der Plan. Regen, Krankheit und Müdigkeit machten daraus weniger. Nach 6 Tagen knapp 70 Kilometer im Schnitt. Fast 2 Tage Rückstand. Der Zeitdruck zwang uns zu der Entscheidung, eine Teilstrecke mit dem Bus zu fahren. Ein Eingeständnis? Vielleicht. Aber auch eine Erleichterung. Manchmal ist es wichtiger, gesund anzukommen, als nur alles stur zu erzwingen. Freiheit heißt auch, loslassen können. Die Fahrt kam uns viel kürzer vor, als sie eigentlich war. Denn neben Schlafen gab es einiges zu sehen. Digga, wir haben einfach gerade ein Rentier gesehen auf der Straße, war das? Crazy. Erstes Rentier in meinem Leben war das. And it was beautiful. Für mich der Moment, in dem mir klar wurde, dass wir bereits wirklich weit im Norden sind. Kein Wunder, denn wir hatten etwa 500 Kilometer mit dem Bus überbrückt. Als wir ankamen, war es schon ziemlich spät, aber irgendwie war unsere Energie wieder da. Wahrscheinlich vom Nichtstun oder weil es endlich wieder weiterging. Es gibt da dieses Gefühl, das sich schwer beschreiben lässt. Wenn die Sonne immer noch am Horizont steht, du auf die Uhr schaust und merkst, es ist schon mitten in der Nacht. Ein Gefühl von Freiheit, das wir so noch nie erlebt hatten.
Ein völliger Verlust des Zeitgefühls. Wir hatten keine Ahnung, wo wir waren. Irgendwo zwischen zwei Dörfern, deren Namen wir schon wieder vergessen hatten. Es war kurz vor 11:30 in der Nacht, aber immer noch so hell, als wäre der Abend erst angebrochen. Wir hatten irgendwann aufgehört, auf die Uhr zu schauen. Wenn es plötzlich kalt wurde, wussten wir, okay, es ist Zeit, einen Platz zum Schlafen zu finden. Und so war es auch hier. Glücklicherweise fuhren wir relativ bald an einem vielversprechenden See vorbei. Also hieß es nur noch, eine kleine Schneise im Wald zu finden, die uns dorthin führt. Nach ein paar Metern öffnete sich der kleine Waldweg und vor uns lag eine wunderschöne kleine Holzhütte direkt am Wasser. Besser konnte es nicht werden. Fast 11:30. Dieses Geräusch in den Ohren. Ja. Das ist so ehrenlos. Wie fast jeden Abend sind wir Bahn gegangen. Egal wie müde, egal wie kalt, das war irgendwie unser Ritual. Der Moment, auf den man sich den ganzen Tag freut. Einmal rein ins Wasser, alles loslassen, den Schweiß abwaschen. Am nächsten Morgen kam der Besitzer auf uns zu. Wir dachten, es gibt bestimmt Ärger. Aber zu unserer Überraschung war er total freundlich und meinte nur, er heißt Per. Nachdem wir ihm kurz von unserer Reise erzählt haben, bot er uns seine Sauna und sein Kanu an. Also feuerte Per seine Sauna an. Das erste Mal seit einem halben Jahr. Während er draußen weiter an seiner Hütte arbeitete, sind wir mit dem Kanu los und haben den See erkundet. Eigentlich hätten wir weiterfahren müssen, zumindest laut Plan. Aber wenn ich ehrlich bin, hatten wir genau von so einem Moment geträumt. Wir haben einfach ein Kanu, Mann! Einfach ein Kanu! Uns kam das so unreal vor, dass wir nach Gunnars Gastfreundschaft schon wieder so ein Glück hatten. Genau deswegen wollten wir diesen Moment so richtig genießen. Als wir mit dem Kanu zurückkamen, war die Sauna bereits richtig heiß. Und draußen der See, der nur so auf uns wartete. Der Moment, in dem das heiße Holz gegen die kühle Luft tauschte, war unbeschreiblich. In diesem Moment war alles andere egal. Die Strecke, der Zeitplan, das Ziel. Cheers. Es ging nur noch darum, hier zu sein, das Leben leben. Die Tage wurden zur Routine. Wir waren immer auf der Suche nach dem nächsten Supermarkt, nach einem Schlafplatz, nach irgendetwas Vertrautem. Doch nicht immer hatten wir Glück. An manchen Tagen war der Boden so steinig, dass es fast unmöglich war, die Heringe in den Boden zu bekommen. Und dann gab es diese eine Nacht, in der wir kurz vor dem Verzweifeln waren. Fast alle auf Maps vielversprechend aussehenden Seen waren mit Wildtiertoren verschlossen, was uns viel Zeit kostete, da wir diese jedes Mal aufmachen und wieder verschließen mussten, ohne überhaupt zu wissen, ob wir überhaupt einen geeigneten Platz finden werden. Wir haben wirklich ewig gesucht, sind durch so viele Tore, bis wir endlich einen Platz gefunden haben. Doch dann waren da diese Shooting Range Warnings. Der Platz war zwar perfekt, aber wir hatten irgendwie ein ganz komisches Gefühl. So,
bisschen nicht ganz so geiles Gefühl ist es trotzdem, finde ich. Deswegen wollten wir kein Risiko eingehen. Ja, da ist nix. Da ist halt Also hieß es zurück aufs Fahrrad und weiter in die Nacht. Kaum haben wir die Grenze von Schweden nach Norwegen passiert, kam direkt die erste große Abfahrt. Nach Wochen des Kämpfens nur noch Fliegen. Der Fahrtwind, das Licht, das Gefühl von Freiheit. Bereits auf den ersten Kilometern änderte sich die Landschaft drastisch. Aus 2 Wochen überwiegend flachen Seenlandschaften wurde auf einmal eine Landschaft wie gemalt. Und am Horizont begleiteten uns die norwegischen Berge. Vor uns öffnete sich das Tal und am Ende in der Ferne glitzerte das Meer. Man roch es noch bevor man es sah, dieser Geruch, den man nie vergisst. Nach Salz, Wind und irgendwie auch nach Zuhause. Unten, direkt am Wasser, spannte sich eine gigantische Hängebrücke über die Bucht. Wir kamen genau zur goldenen Stunde dort an. Die Sonne begann langsam hinter den Bergen zu sinken, während wir eine der schönsten Essenspausen auf diesem Trip hatten. Einen besseren Ort für unser Abendessen hätten wir uns nicht vorstellen können. Und dann waren wir endlich am Anfang der Lofoten. Die Gipfel rissen den Himmel auf, als würde die Welt kurz den Atem anhalten. Wir waren inmitten der Mitternachtssonne, fuhren Stück für Stück weiter die Lofoten entlang. Mit jedem Kilometer wurde die Landschaft beeindruckender. Es war schön, aber auch unwirklich. Wir waren aber auch nicht immer nur zu zweit unterwegs. Wir trafen viele Leute, die mit dem Fahrrad durch Norwegen gefahren sind. Manche begleiteten uns sogar für eine Weile und wir kämpften uns zusammen durch das teils unwegsame Terrain der Küste. Wir spürten, dass das Ende näher kam und mit ihm eine seltsame Mischung aus Vorfreude und Wehmut. Denn es war klar, unser Ziel ist nicht mehr weit entfernt. Aber was uns dort wirklich erwartet, wussten wir nicht. Die letzten Kilometer bis nach A.I. Lofoten waren sehr besonders. Wir kamen aus dem Stau nicht mehr heraus. Der Ort, von dem wir die letzten 3 Wochen geträumt hatten. Das Ziel unserer Reise, von dem wir dachten, wir würden am glücklichsten sein. Und doch fühlt es sich anders an als in unserer Vorstellung. Nicht falsch, nur leer. Unsere Energie war auf einmal verschwunden. Nicht, weil wir erschöpft waren, vielleicht auch etwas, aber vor allem, weil es vorbei war. Es gab keinen nächsten Tag mehr, kein weiteres Ziel vor Augen, kein Kilometer mehr, der wartete. Nur dieses Gefühl von Stille, dass etwas vorbei ist. Aber gleichzeitig auch etwas Neues beginnt, auch wenn wir vielleicht noch nicht genau wussten, was es ist. Aber vielleicht war es genau das, was wir auf der Tour gesucht hatten. Dieses Gefühl, zwischen Aufbruch und Ankommen zu hängen. Am Ende war es kein Ziel, das wir erreicht haben. Kein Moment des Triumphs, kein Ort, an dem man ankommt und einfach abhakt. Wir fanden einen perfekten Platz über der Bucht. Zwischen den Felsen im Gras bauten wir unsere Zelte auf. Wir saßen einfach da, am Rand der Klippe,
das Meer und dahinter die Berge genau vor uns. Wir wussten, dass das der letzte Abend auf dieser Reise sein wird und da wurde uns bewusst, dass es nie ums Ankommen ging, nicht um diesen einen Punkt auf der Karte, sondern um alles, was dazwischen passiert ist. Um die Menschen, die wir getroffen haben, die Gastfreundschaft, die wir erleben durften, die Zweifel, die guten sowie die schlechten Tage, die kleinen Wunder, die plötzlich alles wieder aufwiegen. Es ging um den Weg selbst, darum einfach weiterzufahren, egal wie es läuft, darum im Moment zu sein, ohne ständig ans Ziel zu denken.